A1, Frage 4. Was für Hausarbeit machst du zu Hause? Achte auf Separable verbs, modal verbs where to put nicht in the sentence to form a negative. und einige Ideen. Ich helfe gerne zu Hause. Jeden Tag mache ich mein Bett und ich muss den Tisch am Abend decken. Ich mag nicht abwaschen, aber ich trockne gern alles ab. Ich mache das am Montag und Donnerstag. Ich finde Staubsaugen ziemlich gut und sauge einmal pro Woche Staub. Ich hasse Bügeln. Ich finde es absolut furchtbar. Leider muss ich jeden Samstag oder Sonntag meine Hemden für die Schule bügeln. Ich räume auch mein Zimmer auf. Einkaufen finde ich ziemlich gut. Manchmal gehe ich mit meinen Freunden in die Stadt und wir kaufen etwas ein. Durch die Hausarbeit verdiene ich kein Geld und meiner Meinung nach ist das nicht in Ordnung. So, did you spot the separable verbs? We have two things to note here. When they are conjugated, that means when they're not in the infinitive form with somebody doing the action, they are separated into two bits. You have the verb bit, ich trockne, at the beginning. The verb will always be in the second slot in the sentence. And you have your separable prefix at the end. So, ich trockne gern alles ab. Ich räume auch mein Zimmer auf. Und wir kaufen etwas ein. But when they're in an infinitive form, they are together, and you start with the separable prefix, and then you have your infinitive afterwards. So, ich mag nicht abwaschen. Einkaufen finde ich ziemlich gut. Modalverbs. These are very useful, and of course we need a modal verb with an infinitive at the end. Ich muss den Tisch am Abend decken. Ich mag nicht abwaschen. Leider muss ich jeden Samstag oder Sonntag meine Hemden für die Schule bügeln. And now a big question, where to put nicht in the sentence to form a negative. See if you can work it out when we read these two examples. Ich mag nicht abwaschen. Meiner Meinung nach ist das nicht in Ordnung. The answer is not always that simple. In a basic sentence like ich mag nicht abwaschen, the nicht is it's an adverb, so you put it directly after the verb. But if you have a verb second situation or a flip-flop, you put it after the verb and the subject. And just occasionally in German speech, people put it right at the end of the sentence anyway. Ich mag meine Schule nicht. So it's fairly free, but those are the basic options you have.